Dieses Foto zum Beispiel sieht ein bisschen aus wie eine Qualle, oder? Dieses wie eine Kaulquappe. Mit Fantasie haben wir hier sogar einen kleinen Dinosaurier. Oder das Gesicht einer Raupe. Der Koran spricht an mehreren Stellen von der Entwicklung des Embryos und des Fetus im Mutterleib. Er lobt den allmächtigen Schöpfer dafür und das finden wir gut, denn der Mensch ist kein Zufall der Natur, er ist von Anfang an Gottes Schöpfung. Im Koran steht: Alsdann setzten wir ihn als Samentropfen an eine sichere Ruhestätte. Dann bildeten wir den Tropfen zu einem Blutklumpen, dann bildeten wir den Blutklumpen zu einem Fleischklumpen. Dann bildeten wir aus dem Fleischklumpen Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, dann entwickelten wir es zu einer anderen Schöpfung. So sei denn Allah gepriesen, der beste Schöpfer. Dieser Text nennt verschiedene Stufen. Erstens Samentropfen, Nutfa, zweitens Blutklumpen, Alaqa, drittens Fleischklumpen, Modra, viertens Knochen, A'dam und fünftens Fleisch an den Knochen, Lahm und dann ein neuer Mensch. Andere Verse enthalten Teile derselben Aufzählung, dieser ist der vollständigste. Einige Muslime behaupten, der Korantext enthalte außergewöhnliche Informationen über die Entwicklung des Embryos im Mutterleib, die erstens dem aktuellen Stand der Wissenschaft nicht widersprechen, also wissenschaftlich korrekt sind, zweitens die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse erstaunlich genau beschreiben und drittens den damaligen Gelehrten noch nicht bekannt waren. Wenn das stimmt, dann wären diese Aussagen wirklich erstaunlich. Sehen wir uns die Informationen im Korantext an. Wir starten mit Stufe 2, dem Blutklumpen. Das Wort Alaqa kommt von der Wurzel Ain Lam Qaf, anhängen, und das, denken manche, passt dazu, dass der Embryo sich an den Mutterleib anhängt bzw. sich in der Schleimhaut einnistet. Alaqa kann auch mit Blutegel übersetzt werden. Form und Funktion eines Blutegels haben oberflächlich betrachtet Ähnlichkeiten mit einem Embryo. Für den Laien sieht auf manchen Abbildungen der frühe Embryo einem Blutegel zudem recht ähnlich. Aber bei genauerer Betrachtung ist es alles andere als überzeugend, einen Blutegel mit einem Embryo zu vergleichen. Die Form des frühen Embryos ist in einem ständigen Wandlungsprozess. Natürlich kann man da in manchen Abschnitten Ähnlichkeiten mit in der Natur vorkommenden Wesen finden. Dieses Foto zum Beispiel sieht ein bisschen aus wie eine Qualle, oder? Dieses wie eine Kaulquappe. Mit Fantasie haben wir hier sogar einen kleinen Dinosaurier. Oder das Gesicht einer Raupe. Doch die Proportionen der einzelnen Körperteile des menschlichen Embryos und deren funktionelle und anatomische Eigenschaften haben in keiner Phase irgendetwas mit einem Blutegel gemeinsam. Aber ist das überhaupt das, was im Koran gemeint ist? Die Koranübersetzungen geben das Wort Alaqa normalerweise nicht mit Blutegel wieder. Die wahrscheinlich älteste Bedeutung von Alaqa ist Blutklumpen oder Blut. So wurde das Wort von den Menschen zur Zeit Mohammeds und auch von den klassischen Kommentatoren des Korans verstanden. Kommen wir zur Stufe 3, Fleischklumpen. Das Wort Mudra kommt von kauen. Einige sagen, ein Embryo in diesem Stadium sehe einer gekauten Substanz ähnlich. Die Somiten, aus denen später die Wirbel werden, sehen aus wie Zahnabdrücke auf einem gekauten Kaugummi. Dazu muss man das Kaugummi aber genau richtig kauen. Das Wort Mudra bedeutet zudem eigentlich Fleischklumpen, der groß genug ist zum Kauen, nicht unbedingt gekaute Substanz an sich. Um auf solche Interpretationen wie das mit dem Kaugummi zu kommen, muss man jahrhundertealte Interpretationen von erfahrenen Korankennern verwerfen. Bekannt wurden diese neuen Deutungen erst durch Maurice Bucaille und Keith Moore. Sie übersetzten die Verse nicht als Arabischkenner oder Theologen, sondern als Mediziner. Sie wollten zeigen, dass gewisse Interpretationen des Korantexts sich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbaren lassen. Und sie suchten bewusst nach neuen Auslegungen, weil die Begriffe Blutklumpen und Fleischklumpen nicht zum Kenntnisstand der modernen Embryologie passen. Aber wird hier nicht bei der Übersetzung in die falsche Richtung gearbeitet? Eigentlich sollte eine zuverlässige Übersetzung eines antiken Textes fragen, was das Wort wirklich bedeutet, wie es damals verwendet wurde, was also die Zuhörer und Leser damals verstanden haben.
Die Wörter Blutklumpen und Fleischklumpen waren bekannte Begriffe in der Antike, sie wurden oft für Embryos verwendet. Durch Fehlgeburten sah man damals Embryonen lediglich als eine Art roten oder fleischigen Klumpen an. Außerdem passten diese Wörter zur Meinung der antiken Medizin. Einen Widerspruch zur modernen Embryologie sehen wir auch bei der 4. Stufe im Korantext. Dort steht, die Knochen würden zuerst entstehen und dann mit Fleisch bekleidet. Tatsächlich bilden sich zuerst im Embryo bindegewebige Strukturen als Anlage sowohl von Muskulatur als auch von Knorpelgewebe, zum Beispiel in den Extremitätenknospen. Während das Muskelgewebe schon ausgebildet ist, wandelt sich, vielfach erst nach der Geburt, also später, der Knorpel zum Knochen um. Die Knochen entstehen also nicht zuerst. Auf keinen Fall werden sie mit Fleisch bekleidet. Die Beschreibung der frühen Entwicklungsstufen eines menschlichen Embryos im Koran passt also nicht zur heutigen Wissenschaft, wohl aber sehr gut zum Stand des damaligen Wissens. Der Koran spricht nur von 4 oder 5 Stufen der Embryonalentwicklung. Heute unterscheidet man eine Vielzahl von Stufen der embryonalen und fetalen Entwicklung. Große Ähnlichkeiten des Korantextes findet man mit der Theorie des antiken Arztes Galenus von Pergamon oder Galen. Er war zu seiner Zeit sehr einflussreich. Wir wissen, dass die Araber damals die griechische Medizin kannten. Zudem war ein Bekannter Mohammeds sogar an einer damaligen Medizinuniversität ausgebildet worden. Es ist also gut möglich, dass Mohammed Galens Theorien kannte. Galenus lebte mehrere Jahrhunderte vor Mohammed und in seiner Beschreibung der Entwicklung des Embryos kommen alle Elemente vor, die wir auch im Korantext finden, in derselben Reihenfolge. Samenflüssigkeit, Blut, Galen erwähnt auch einen Blutklumpen, Fleisch, Knochen und die Bekleidung der Knochen mit Fleisch. Manche kritisieren den Vergleich mit Galen. Aber warum gibt es dann so viele Parallelen? Sie sagen, Mohammed habe keine Fehler von Galen übernommen. Das stimmt nicht ganz. So wie der Koran setzt Galen die Knochenbildung vor einer Fleischbildung an den Knochen. Und genau das hat der Koran übernommen, obwohl es aus wissenschaftlicher Sicht falsch ist. Siehst du in den Beschreibungen des Korans über den menschlichen Embryo ein wissenschaftliches Wunder? Schreib bitte deine Meinung in den Kommentarbereich.